Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. So, die Legende ist zurück. Nach 11 Jahren kommt Hondas Transhype endlich wieder ins Programm. Ein Motorrad, auf das ich mich richtig gefreut habe zum Probefahren. Und ich wurde nicht enttäuscht. Fast nicht. Damit herzlich willkommen in diesem Video. Ja, Honda Transhype von 1987 bis 2012 wurde sie gebaut. Und vor allem die ersten Baureihen haben ja so ein bisschen den Ruf, unzerstörbar zu sein. Damals noch mit einem V2-Motor, mit diesem hochgelegten Auspuff, wo hinten die zwei Tüten dran sind. Und sie ist wirklich ein cooles Motorrad gewesen. Ich habe das Privileg gehabt, das Motorrad öfters Probe zu fahren. Und damals mit ihren 50 PS war die wirklich ausreichend aus dem V2. Die hat richtig Bock gemacht. Nur wenn man wirklich jetzt hart ins Gelände gegangen ist, war sie ein bisschen träge, schwerfällig und ein bisschen zu wenig Leistung. Aber prinzipiell ein super geiles Motorrad und auf jeden Fall eins der Bikes, wo ich mich trauen würde, eine Weltreise mit anzutreten. Im Vergleich zu ihrer großen Schwester, der Africa Twin, ist sie mehr Reise, weniger Offroad. Die AT ist natürlich wirklich fürs grobe Gelände auch gemacht und deutlich fähiger. Aber das hier ist ein wirklich super geiles Allround-Motorrad. Vor allem die alten Modelle haben es immer noch angetan, die es immer noch günstig gibt. Bei Mobile vielleicht wäre das mal eine Idee, so als Zweitbike und die neu aufbauen. Müssen wir in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir so ein Projekt draus machen. Aber jetzt springen wir mal von 1990, wo ich definitiv noch zu klein war, um Motorrad zu fahren, nach 2023. Der Motor der Transhype ist ja der gleiche wie in der Hornet 57. Und bei der Hornet fand ich ihn nicht so 100% passend. Bitte schaut das Video oben einmal an, nicht, dass da jemand was falsch interpretiert. Hier der gleiche Motor verbaut. Heißt, mittlerweile klassentypischer rein Zweizylinder. Warum? Also mit 72 Grad Hubzapfenversatz, damit es sich ähnlich anfühlt und anhört wie ein V2. Warum? Es ist halt deutlich günstiger als ein V2. Ihr benötigt halt quasi alles nur einmal. Im Motor und im Zylinderkopf oben heißt Nockenwellen, Steuerkettenantrieb und so weiter, braucht ihr alles nur einmal und müsst nicht zweimal verbauen. Plus ihr habt halt auch thermisch ein bisschen weniger Probleme, könnt so theoretisch mehr Leistung rausholen. Und wir haben hier 91 bis 92 PS, ist nicht so ganz klar, aus 755 Kubik, wie gesagt, und rund 75 Newtonmeter Drehmoment. Die Leistung liegt relativ weit oben an für ein Motorrad, was Offroad gehen kann. Heißt, so bei 9250 Umdrehungen, 9500 Umdrehungen liegt die maximale Leistung an. Aber ihr könnt wie bei der Hornet auch schon ab 2000 fahren, ab 3000 super gut fahren und ab da zieht die für diese Art von Bike super geil an. Man hat natürlich auf dem Motorrad aufgrund der Federelemente ein deutlich stärkeres Gefühl, mehr Leistung zu haben. Warum? Weil es dann immer aus den Federelementen raushält. Es fühlt sich immer an wie so ein leichter Wheelie, den man da macht. Oder ein leichter Bunny Hop quasi. Das fühlt sich immer direkt nach mehr Leistung an, als auf so einer Hornet zum Beispiel. Fürs Gelände, auch da kommen wir später noch drauf dazu, wie Offroad-tauglich die ist, sind natürlich 92 PS fast schon zu viel. Wobei die Honda sich da eher noch stärker einschränkt über ihre Traktionskontrolle. Aber auch da bei Elektronik gleich mehr. Ansonsten zum Motor, wie gesagt, wenn man den Wettbewerb anschaut, wie die Tenere 700 zum Beispiel, die hat keine 80 PS, die Africa Twin, die neue 102 PS, ist die mit 92 PS eigentlich echt gut dabei. Und es wird Honda-typisch ein sehr robuster Motor sein. Da gehe ich einfach stark von aus, dass der euch viele, viele Kilometer Freude machen würde. Auch wenn wir über die Charakteristik des Motors sprechen, bei der Hornet fand ich es halt nicht 100% passend, weil der Motor sich mehr Offroad, also wie ein Offroad-Motor anfühlt. Und genau hier gehört der rein. Und ich habe so das Gefühl, dass der Motor tendenziell eher für die Transhype entwickelt wurde, statt für die Hornet. Die Hornet war ein netter, auch wenn geplanter Beifang. Aber hier überzeugt dieses Konzept tatsächlich auf der Probefahrt, wo ich am Glemsec gemacht habe. Ich habe wirklich 20 Meter und ich dachte, okay, schon ein bisschen verliebt in dieses Bike, passt wirklich gut. Und hier gefällt mir der Motor auch sehr, sehr gut. Und auch hier machen die Getriebeübersetzungen auf einmal viel mehr Sinn, dass der erste Gang nicht mehr bis 100 geht, sondern vielleicht nur bis 80, 85. Passt in so ein Bike dann halt doch wieder sehr gut rein.
Also Motor im Bezug auf dieses Konzeptmotorrad wirklich eine 10 von 10. Bin ich 100% zufrieden. 99,9%. Auch hier ist der Leerweg, bis da ein bisschen Gas kommt. Ja, der ist ein bisschen nervig manchmal. Thema Fahrwerk. Es soll ja ein Reisemotorrad sein, deshalb sieht man auch diese ausladenden Halterungen für Gepäck, was eben auch ein bisschen Offroad-fähig sein soll. Dafür benötigen wir natürlich ein bisschen Federweg. Wir haben vorne 20 cm, hinten 19 cm Federweg bei einer Bodenfreiheit von 21 cm. So, und jetzt könnte man sich denken, ja gut, das ist ziemlich viel Federweg, da komme ich gar nicht hoch. Sitzhöhe 850 mm, ich bin 1,81 Meter. Und ich komme da top auf den Boden. Aber ihr seht schon, das federt schon ein bisschen ein, wenn man drauf rumhüpft. Die Federelemente sind natürlich gemessen an dem, was es ist, richtig. So gefühlt sind sie natürlich weich und federn schon ein gutes Stück ein. Also der Standard-Sack ist relativ hoch. Wir haben auch wie bei der Hornet hinten den ProLink verbaut, also die Umlenkung. Das nimmt schon mal so ein bisschen Gefühl auf, aber auch hier ist es halt so, hinten unterdämpft, vorne theoretisch auch. Wenn man es jetzt mit einem Naked Bike vergleichen würde, mit einer Enduro verglichen, ist es vorne wirklich gut. Jetzt kann man sagen, 20 und 19 cm, das reicht noch nicht ganz für Hard Enduro, das stimmt. Red Bull Romaniacs würde ich damit nicht fahren. Auch wenn Paul Taras seine T7 durchgeprügelt hat, es ist keine Hard Enduro, es ist eine Reise-Enduro. Wer wirklich was Geländegängigeres möchte, nimmt eine T7 oder halt eine Afrika Twin. Aber sie ist auf jeden Fall geländetauglich. Wie gesagt, kommen wir gleich noch dazu. Ansonsten zum Fahrwerk ist auch wie Honda ihn wieder aufnimmt. Man sitzt drauf, bam, zufrieden. Plus, und das ist bei der Enduro wichtig, man steht auf, bam, zufrieden. Also diese Integration und wie zugänglich die Motorräder sind, ist Honda-typisch einmalig, schon wieder. Kann Honda einfach besser als viele, viele anderen. Und dazu kommt was ich nicht ganz verstehen kann. Denn dieses Bike hat nicht nur Wave-Bremsscheiben wie die Hornet 57, nein, die hat auch, für etwa 20 Kilo mehr wiegt, 310 statt 296 mm Durchmesser Bremsscheiben vorne. Natürlich Doppelbremsscheiben. Die hätte ich einfach gerne auch auf der Hornet verbaut. Also why not? Verstehe ich halt nicht. Man hat bei dem Bike sowieso das Gefühl, die bremst besser, weil halt die Gabel ein bisschen stärker eintaucht. Ihr habt ein progressives Verhalten, das ist eine Big Piston Gabel und ihr habt schon ein softes Losbrechmoment, was aber auch zu dieser Art von Motorrad gut passt, was natürlich diesen Initialbiss der Bremse gefühlt verstärkt. Aber hier hatte ich nicht den Eindruck, dass sie zu schwach bremst. Wahrscheinlich, weil man schon einen Ticken langsamer fährt mit der als mit der Hornet und dann auch weniger verzögern muss. Aber hier passt das Setup von den Bremsen zu dem Motorrad wiederum sehr, sehr gut. Klar, auch hier haben wir nicht ganz oben ins Regal gegriffen. Auch hier sind keine Stilemas oder Konsorten verbaut. Aber radial angeflanschte Bremsen mit 310 mm kann man wirklich nicht meckern. Ist eine Nissin-Anlage, ja, passt soweit. Und zumindest mal ist der Hebel einstellbar, wobei sowas tauscht man sowieso aus. Genau, ansonsten Fahrwerk, ja gut, wir haben ein 21 Zoll Vorderrad, das ist schon gigantisch. Ist aber auch gut, weil dafür gibt es die ganzen coolen Enduro-Reifen. Hinten sind es, glaube ich, 18 Zoll. Man verliert halt bei dieser Art von Vorderrad immer ein Stück weit das Gefühl für die Straße, weil man halt gefühlt immer ein bisschen zu hoch sitzt, als würde man in stark beschleunigen, also beim Naked Bike stark beschleunigen, hebt sich das Vorderrad ein bisschen, bevor man Wheelie kommt. So fühlt es sich hier auch einen Ticken an, wobei ich es natürlich besser finde als bei der GS. Da ist man durch den Telelever ja komplett entkoppelt. Und ich glaube, die V-Strom 1050 war es, wo ich wirklich gar kein gutes Gefühl hatte. Das ist hier deutlich besser. Damit kann man also ganz normal Straßen fahren. Das funktioniert immer noch top. Und man hat auch ein recht spielerisches Einlenkverhalten. Wir haben auch hier eine relativ schmale Bereifung, was aber auch wiederum zu dieser Art von Motorrad passt. Und natürlich Speichenfelgen. Leider keine Cross-Speichenfelgen, aber auch da muss man den Preis von rund 10.000 € wieder sehen. Cross-Speichenfelgen kosten halt doch eine Stange mehr. Vorteil ist, die könnt halt schlauchlos fahren. Die halt so leider nicht. 208 Kilo vollgetankt ist für diese Art von Motorrad nicht viel. Wir haben auch jetzt mal die Reise-Enduro-Basisausstattung mit diesem Teil. Es fehlen auf jeden Fall, abgesehen von ein bisschen Elektronik, kommen wir auch gleich dazu, vielleicht noch Sturzbügel, die Skidplate wird noch dran kommen, dann wiegt die wieder ein bisschen mehr, aber 208 Kilo ist in Ordnung und so fährt sie sich auch. Die fährt sich sehr, sehr einfach, sehr, sehr leicht. Also wer Bock hat auf Reisen, wer Bock hat mal zu High Enduro entgehen ins Offroad-Training und sich da ein bisschen fähige Reifen draufschmeißt, der wird damit sehr viel Spaß haben und einfach Spaß damit haben.
Also diesmal wirklich einfach Haken dran, Honda-Getriebe das gleiche wie in der Hornet 57, butterweich zu schalten. Hier Quickshifter, auch optional, würde ich halt dazu nehmen, 300 € allein wegen Wiederverkauf. Benötigen, nein, auch hier denkt man sich den Gasstoß, hier denkt man sich das Gas schließen und der nächste Gang flutscht auch so rein. Honda-Getriebe sind Weltklasse. Einfach nur 100 von 100 Punkten. Die Abstufung, wie gesagt, passt hier meiner Meinung nach deutlich besser als bei der Hornet. Ist exakt die gleiche, auch die Übersetzung ist die gleiche, primär wie sekundär. Und die ist genau auf dieses Bike gemacht und hier passt die brutal geil. Auch hier hatte ich nie das Gefühl, im falschen Gang zu sein. Wenn man sich einen Kollegen anschaut, der mit mir auf der Probefahrt war, er ist auch immer super cool weggezogen, so, das sah schon richtig gut aus. Ich dachte mir so, oha, für eine 57er Transalp, die ja schon immer früher auch so ein bisschen behäbiger waren, geht die schon ganz gut vorwärts und so fühlt es sich auch an, so ist auch. Also Getriebe und Motor passen hier perfekt in dieses Motorrad. Thema Elektronik, das ist ja in dieser Art von Motorrad, sage ich mal, relativ wichtig. Und da ist jetzt das, wo ich sage, da bin ich nicht 100% zufrieden. Warum? Wir haben natürlich erstmal das gleiche Display wie eine Hornet, das 5 Zoll Display. Ist für eine Reiseenduro vielleicht ein Ticken zu wenig, weil man auch da mal ein bisschen mehr Zeit hat, auf einer Autobahnetappe rumzuspielen. Plus ich weiß nicht, wo hier die Halterung hin soll für ein großes Navi oder so. Und das Navi hier drin wäre mir dann doch zu klein. Deshalb, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Was halt gar nicht geht bei einer Reiseenduro, finde ich, und das ist nicht mal optional nachrüstbar, ist der fehlende Tempomat. Das geht leider überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Es gibt zwar Abhilfen, ja, also diese Halterung hier teste ich demnächst mal noch für euch. Trotzdem wird es für mich dazugehören. Wir haben eine Vorbereitung für einen Zigarettenanzünder oder eine USB-Dose hier vorne. Ist cool, aber natürlich haben wir auch kein elektronisch einstellbares Fahrwerk, wie bei einer BMW oder so zum Beispiel. Ist bei dem Preis jetzt natürlich auch absolut nicht zu erwarten. Würde ich auch nicht erwarten, würde ich es auch nicht negativ werten. Es ist halt wirklich die Basisausstattung von einem Reisemotorrad. Nur wie gesagt, das mit dem Tempomaten, das kann ich hier nicht so ganz verzeihen. Die Fahrmodi hier sind quasi die gleichen wie bei der Hornet mit dem Zusatz für Gravel. Gravel schaltet dann quasi den Offroad-Modus ein. Und ich meine, ihr könnt die Traktionskontrolle sogar ausschalten. Auf jeden Fall wird ABS am Hinterrad auch ausgeschalten und dann geht auch was. Im Gelände vorwärts, also sie taugt an der Stelle dann schon. Ansonsten soll, so wie ich gehört habe, die Traktionskontrolle einem schon recht früh reinregeln. Und ebenso halt diese Fahrmodi mit Rain, die halt absolut sinnlos sind, weil ich finde, das ist kein Sicherheitsplus, wenn ich gar kein Gefühl mehr über meinen Gasgriff habe. Und die gleiche Leistung finde ich irgendwie strange, deswegen würde ich mir vielleicht einfach den Sportmodus nehmen und halt den User-Modus vielleicht für Rain umprogrammieren, dass die Gasannahme noch irgendwie spontan ist, aber halt, ja, weiß ich nicht, mehr Traktionskontrolle oder so. Also da ein bisschen enttäuscht. Was auch fehlt, ist ein Lenkungsdämpfer, natürlich auch gerne elektronisch. Wie gesagt, aber auch da, es ist die Einsteigerklasse Reiseenduro nicht zu erwarten. Könnte eventuell aber ganz sinnvoll sein, aber ich denke, das ist es. Zum Punkt Elektronik, da gibt es hier leider auch nicht so viel zu sagen, außer halt, dass das Display gut ablesbar ist und die Ansicht ist natürlich auch individuell an eure Vorlieben und Bedürfnisse anpassbar. Thema Offroad. Wie Offroad-tauglich ist dieses Bike? Als erstes vielleicht mal das Grundsetup. Also ihr habt zumindest die Gummifußrasten, wo ihr den Gummiteil entnehmen könnt. Das heißt, ihr habt da guten Halt. Was jetzt es optional noch gibt, sind dann halt Handguards. Die braucht ihr. Ihr braucht die Skidplate, weil ansonsten ist natürlich der unterste Teil vom Motorrad eure Ölwanne. Die wollt ihr auf keinen Fall aufreißen. Plus Sturzbügel. Gibt es alles von Honda. Die Skidplate kommt dann an den Sturzbügel dran. Rundes Paket. Was ich schade finde, nicht nur aus nostalgischen Gründen, ist, dass man diesen Auspuff, vor allem den Originalauspuff, immer noch da unten gelassen hat. Ja, das machen andere Bikes wie eine Tenere 700 auch nicht besser. Da ist nur die Touareg 660 konsequent und legt den Auspuff hoch. Warum ist das wichtig? Stellt euch vor, ihr fahrt Offroad über einen kleinen Trail und ihr lenkt vorne ein, aber das Hinterrad ist ein bisschen versetzt. Das Hinterrad kommt ein bisschen auf den Stein hoch und rutscht da wieder runter. Dann kann es halt sein, das geht halt voll auf den Auspuff. Und dann war es das halt mit selbigen. Deshalb haben Offroad-Bikes eigentlich ein bisschen höher gelegte Endtöpfe. Genau, aber ansonsten die Lenkerbreite selbst, auch wie man hier dann zupacken kann,
ist tatsächlich auch wichtig, wenn man so ein Bike dann öfters mal aufheben muss. Ist okay für Offroad, 21 Zoll Vorderrad sowieso. Was mir hier fehlt, ist eine verstellbare Scheibe. Zum einen zum Reisen passt sie mir nicht, kommt auch dazu. Fürs Offroad-Fahren müsste ich eigentlich noch ein bisschen tiefer gehen, dass ich mir das Ding nicht aus Versehen in meinen offenen Helm vorne rein donner. Aber ansonsten kann man das Bike mit kleinem Aufwand, und da würde ich auch vielleicht die Reifen dazu zählen noch, zu einem Offroad-fähigen Motorrad machen. Wirklich keiner beschwert hier für das Offroad immer Auto fahren. Jetzt ist natürlich so, auch Werbung in eigener Sache, ich werde nicht eingeladen von Honda zum Pressetest, da bin ich mit 24.000 Abos einfach zu klein. Falls ihr mal an ein Honda Presse-Event kommt, wo die einen Pressetruck haben, dann sagt gerne sowas wie, ladet den Jens von Chain Brothers mal ein, ladet den ein. Wenn es 10, 20 Leute von euch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit doch wirklich da, dass zu sowas eingeladen werdet und die Sachen dann noch richtiger, noch vielleicht 2 Tage lang für euch testen kann. Bei Yamaha mit Barcelona und der R125 hat es ja geklappt. Würde mich natürlich freuen, falls jemand Bock von euch hat, dann fragt er gerne nach. Vielleicht klappt es dann so. Aber ansonsten will ich euch natürlich jetzt nicht im Regen stehen lassen, was die Offroad-Fähigkeiten angeht. Ich bin ja ganz kurz mal Offroad gefahren, aber es gibt Leute, die können es besser. Und da vertraue ich nicht jedem, aber ich vertraue den Jungs von High Enduro End. Da war ich ja schon selbst im Offroad-Training mit der Africa Twin. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben, wo ich mir mein Handgelenk gebrochen habe. Oh, geil! Oh, fuck. Und feststellen musste, so eine AT ist geil und ziemlich stabil, auch wenn man so die Böschung runterwirft. Aber die Jungs können Offroad fahren. Und schaut euch gerne das ganze Video an, auch das verlinke ich euch absolut gerne. Die Zusammenfassung von denen ist eigentlich, dieses Motorrad ist absolut Offroad-fähig. Natürlich nicht in dem Maße wie eine T7, nicht wie eine AT und auch nicht wie eine Hard Enduro. Sie sagen, alles geht gut, bis es zum Thema Springen geht. Da wird es dann ihre Schwächen haben, weil das Fahrwerk dann durchschlägt, was leider nicht einstellbar ist. Aber ansonsten hatten die gar keine Probleme damit Offroad zu fahren und man sieht es auch, ich sag mal, wenn ihr so fahren könnt, dann wäre schon gut, ne? Aber das können die meisten in der Regel dann nicht. Und sie ist absolut fähig dafür und vielleicht sogar eben einfacher als eine AT, weil sie halt leichter ist, weil sie nicht ganz viel Schmalz hat, wobei die kann man bei der Africa Twin ja runterregeln, was ich dann auch machen musste nach meinem kleinen Malheur. Aber die weniger Kilos von 18 an der Zahl, die merkt man dann anscheinend eben doch beim Geländefahren, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und so wie sie es für mich angefühlt hat, im Stehen zu fahren, glaube ich das auch, dass das Bike Offroad tatsächlich verwendbar ist. Und leider müssen wir es an der Stelle eben bei der Bewertung hier dabei belassen. So, in meinem Schludri-Kapitel, wo ich wieder alles verwursten kann. Fangen wir vielleicht an, Verarbeitung. Verarbeitung finde ich hier zum Beispiel besser als bei einer Hornet, vor allem was die Lackqualität angeht. Wir haben auch hier viel Plastik, aber es wirkt irgendwie passender. Wir haben ab Werk schon einen schönen Kühlerschutz drauf. Und gerade in dieser Farbkombination mit den goldenen Felgen, Honda-typisch, finde ich wirklich schön. Ja, wir haben diesen leichten Aufwurf hier in der Sitzbank, sei es drum. Man sitzt sehr, sehr bequem auf dem Motorrad, vielleicht sogar ein bisschen zu bequem. Aber die Verarbeitung hier finde ich dann doch durchaus ein Stück weit passender, außer wie gesagt Honda, da würde ich mir etwas anderes wünschen an diesen Bedienelementen. Windschutz, wie angesprochen, das ist halt so ein bisschen ein Problem. Er ist halt in der Höhe nicht verstellbar. Ich bin sicher, da gibt es Nachrüstoptionen, dass man ihn ein bisschen höher kriegt. Die werden wahrscheinlich auf japanisches Einheitsmaß genormt sein und die sind 1,56 m, dann wird es passen. Bei mir landet der Wind so genau hier an der Stirn oder oberhalb vom Visier, was halt wirklich zu lauten Verwirbelungen geführt hat. Fand ich jetzt suboptimal. Genau, und das waren so meine Kritikpunkte, war der Windschutz, der fehlende Tempomat und der Auspuff, dass er nicht hochgelegt ist. Das sind, auch hier wird es vielleicht sicherlich Alternativen geben, vielleicht auch einen, der ein bisschen höher kommt, würde ich auf jeden Fall montieren dann. Aber das sind diese 3 kleinen Kritikpunkte, die ich an der Trans halt habe und ihr merkt, das ist nicht wirklich viel. Punkt, mehr kann man ja fast nicht sagen. Also, Zuladung vielleicht, Zuladung rund 200 Kilo, das Bike selbst 208 Kilo, 200 Kilo Zuladung, das heißt, jetzt seid ihr mit einer Sozi unterwegs, die ist nicht so schwer wie ihr selbst. Dann habt ihr vielleicht auch 30 bis 40 Kilo Zuladung. Ich denke, das reicht. Alleine könnt ihr dann über 100 Kilo draufpacken. Also auch das ist ordentlich und auf jeden Fall reisetauglich. Was mir wiederum, wie gesagt, noch ein bisschen fehlen würde, ist hier vorne noch was, um mein Navi zu
zu installieren oder festzumachen. Und hier halt die Ladebuchse würde ich mir auch noch wünschen. Aber es ist schon mal vorgerüstet, dass ihr zumindest da nicht reinbohren müsst. Zum Thema Konzept und Wettbewerb. Wie gesagt, das Konzept ist hier für mich 100% stimmig. Richtig geiles Bike, alles passt zusammen. Der bisschen Honda-untypische raue Motorlauf, der mir bei der Hornet nicht so ganz gefällt, passt hier sehr, sehr gut und stört hier viel, viel weniger. Vielleicht auch durch den durch das höhere Fahrwerk, durch diesen tiefen Schwerpunkt mit diesen Federelementen kann sein, dass das dazu führt, und durch den bisschen steifen Rahmen, dass es hier einfach ein besseres Konzept ist. Ist natürlich die Frage, wen haben wir als Wettbewerb? Jetzt haben wir hier rund 10.000, 11.000 Euro, die wir hier haben. Jetzt kann man nach oben und nach unten ins Regal greifen. Ich würde jetzt mal eine 1250 oder 1300 GS nicht unbedingt dazu zählen. Wenn wir ins eigene Haus schauen, zur Africa Twin, auch die mit über 16.000 Euro, nicht wirklich Wettbewerb. Was aber auf jeden Fall dabei sein könnte, sind die Triumph Tiger 900 Modelle. Aber auch da haben wir natürlich deutliche Preisunterschiede. Auch da ist die Frage, welches nimmt man. Hier geht es mit 18 Zoll, mit 21 Zoll Vorderrad. Gerade eine Tiger 900 Rally Pro, sehr schönes, sehr geiles Bike, aber auch über 15.000 Euro kann man auch nicht dazu rechnen. Dann haben wir eine Yamaha T7 und eine Aprilia Touareg 660. Beides Bikes, die mehr für Offroad gemacht sind, statt für das kommode Reisen. Kann man auch schwer vergleichen, weil wie gesagt, die Tenere, ihr habt gesehen, was Paul Tarras damit anstellen kann. Das gleiche gilt für die Touareg 660. Die sind tatsächlich eher in den Hard-Enduro-Bereich rein als dieses Motorrad. Finde ich auch schwer zu vergleichen. Was wir dann noch haben, ist BMW F750 GS und 850 GS. Die 850 ist preislich eigentlich auch schon wieder raus. Die 750 deutlich weniger Leistung als die Transalp. Also bis jetzt sieht es vergleichstechnisch schon echt gut aus. Wäre dann nicht von Suzuki noch was im Programm? Die haben nämlich eine V-Schirm, und zwar eine 800er, die jetzt erst den Alpenmasters beim Motorrad gewonnen hat. Da sehe ich dann schon starke Konkurrenz. Aber sogar die Suzuki ist 1.000 Euro teurer als die Honda. Wo sortiert man das Bike ein? Ich finde es super schwer, sie einzusortieren, weil sie so einen super attraktiven Preis hat. Ob sie die beste der Klasse wäre, ich weiß es nicht. Ich versuche es mal so zu sagen. Ein paar von euch kennen mich jetzt schon ein paar Jahre, und würde ich mir eine Reise-Enduro kaufen, ich würde vermutlich einfach mal oben ins Regal greifen, 1250 GS Adventure. Ich glaube, das wäre, wenn dann so, meine Reise-Enduro. Danach würde ich wahrscheinlich eine Africa Twin kaufen. So, und dann wird schon problematisch. Kaufe ich dann die Tenere oder kaufe ich dann die Transalp? Und genau da sehe ich sie auch. Und allein diese Zerrissenheit, ob ich mir vielleicht doch eine V4S kaufe, die Zerrissenheit, dass ich mich zwischen der Tenere und dem hier nicht entscheiden könnte, finde ich, zeigt schon, wie viel ich von diesem Motorrad halte und wie fähig ich dieses Motorrad halte. Jetzt könnten viele sagen, okay, was mit der Suzuki? Mir gefällt die Suzuki halt nicht so, und für die Verarbeitung war Suzuki auch immer ein bisschen kritisch. Deswegen interessiert sie mich auch gar nicht so arg, um ehrlich zu sein. Da würde ich tendenziell immer zur Honda greifen. Aber wenn ich die schon in einem Wettbewerb sehe mit einer Tenere 700, mit der World Raid oder so, oder World Raid oder der Rally, World Rally, dann ist schon ein geiles Bike. Die ist schon wirklich ein gutes Motorrad. Also mein Testfazit davon ist geil. Geil. Es hätte nicht viel besser sein können, sag ich mal. Display ein bisschen größer, Tempomat dran, vielleicht ein Lenkungsdämpfer, auf jeden Fall mit Tempomat. Scheibe noch verstellbar. Dann seid ihr eigentlich echt bedient und habt ein wirklich fähiges, schönes Motorrad. Ist ja super rentieren als Zweitbike, würde ich mal sagen. Und mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr sie kaufen möchtet oder wenn ihr sie schon gefahren seid, dann lasst mich auch gerne eure Meinung zu diesem Motorrad wissen in den Kommentaren. Und ja, was testet man dann als nächstes? Vielleicht eine Suzuki. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.